Einmischung in... Doch dieser Angriff auf Venezuela steht nicht allein. Er ist Teil eines größeren, erschreckenden Musters. Denn dieselben Mächte, die heute das Völkerrecht in Lateinamerika mit Füßen treten, sehen auch anderswo weg oder unterstützen aktiv Verbrechen, die die Welt nicht länger ignorieren darf. Wir erlauben das aktuell in Gaza. Lasst uns unmissverständlich klar sein. Im gefährlichen Präzedenzfall, der die globale Friedensordnung unter eines Volkes. Denn das Rechtssystem der Weltgemeinschaft erlaubt in Südamerika. Es geht um ein Fundament. Also warum USA unterschiedliche Maß misst, kann ich jetzt gar nicht. Also wir sehen das so, Deutschland muss sich da äußern gegen das Völkerrecht und nicht sagen, es ist eine schwierige Lage und man kann da nicht Stellung zu nehmen, man kann da ganz klar Stellung zu nehmen, es ist völkerrechtswidrig da reinzulaufen, auch wie auch immer. Auf jeden Fall hat man das nicht zu tun, das ist ein eigener Staat, wie eben schon in den Reden auch gesagt worden ist, das geht so nicht. Unterschiedliches Maß gegen Russland, das ist der alte Feind, den man da schürt und deswegen wird ja auch gerade die Kriegspolitik, wir müssen kriegstüchtig werden, in Deutschland betrieben. Der Feind ist ganz klar Russland, China, weil die mehr Macht annehmen in Wirtschaftssachen und so weiter. Deutschland, gerade die Unternehmen, auch nur mehr Macht kriegen kann, indem sie mehr geopolitische Felder kriegen und so weiter, ihre Wirtschaft nach vorne und da würde es nur mehr Gewinne geben. Ich stehe dafür, dass es ein anderes Staatssystem geben müsste, dann würden wir auch alle mehr leben können und nicht diese große Schere haben zwischen Arm und Reich. Das, was jetzt gerade betrieben wird, nützt nur den reichen Leuten, also die jetzt schon mehr Millionen haben, die kriegen nur noch mehr Millionen und Milliarden und die Jugend muss es alles bezahlen. Weltweit protestieren, liefern dieselben Staaten in Deutschland gemeinsam mit den Vereinigten Staaten aufmerksam zu machen. Die nächste Pro-Palästina-Demo in Düsseldorf. Wofür wir hier sind, für Frieden, für Freiheit, für Demokratie, für Völkerrecht. Doch die USA sind nicht allein mit ihren Verbrechen zugunsten von Profiten und Machtausdehnung. Am 3. Januar diesen Jahres wurde die Welt Zeuge eines aggressiven, völkerrechtswidrigen Angriffs auf Venezuela. Dies war kein Angriff auf einen Punkt auf der Landkarte, dies war ein Angriff auf ein Volk, das sich nicht brechen lässt. Das venezolanische Volk ist stolz, standhaft und voller schöpferischer Kraft. Wenn wir Venezuela sagen, sagen wir auch Reichtum. Reichtum, der unter dem Boden des Volkes ruht. Und wem gehört dieses Reichtum? Wem gehört es? Gehört es Exxon, Chevron oder vielleicht Trump und seiner Make America Great Again Bewegung? Apropos Make America Great. Wenn die Amerikaner great sein wollen, dann sollten sie sich um die 36 Millionen Menschen kümmern, die in Amerika unter der Armutsgrenze leben. Aber nein, ein Großteil der amerikanischen Elite will nicht in die Würde dieser Menschen investieren. Nein, sie investiert in das Recht des Stärkeren.